Wenn man an Spanien denkt, haben die meisten wahrscheinlich ziemlich schnell Sommer, Sonnenschein und Sandstrände vor Augen. Und ja, die gibt's hier auch definitiv. Aber hier in Galicien, ganz im Nordwesten des Landes, sieht die Sache dann doch relativ häufig sehr anders aus. So auch jetzt. Eigentlich ist es hier richtig schön, aber davon können wir gerade nicht sehen durch die Regenwolken und Nebelschwaden. Als wir vorgestern angekommen sind, sah das Ganze aber noch ganz anders aus und das zeigen wir euch auch gleich. Aber erstmal ein Zusammenschnitt der Dinge, die in diesem Video zu sehen sind. Intro ab! In der letzten Woche haben wir uns an der rauen Atlantikküste auf die Suche nach natürlichen Wasserfontänen begeben, uns das süße, sehenswerte Örtchen Riba de Sella angeschaut, unserem Van dabei zugeschaut, wie er das Schweben gelernt hat, ein Paket abgeholt und anschließend Oviedo, der Hauptstadt von Asturien, einen Besuch abgestattet. Im heutigen Video erkunden wir die raue Küste Galiciens, hadern wir mit dem Wetter, Ich hasse Regen. gehen wir Dinge auch mal langsamer an, besuchen wir einen Leuchtturm, feiern wir einen Geburtstag und machen wir uns ein paar tolle Tage an den weniger rauen Küstenabschnitten Galiciens, die absolut einen Besuch wert sind. Kommt mit! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns hier aus Spanien. Ja, so toll sah das hier vorgestern noch aus. Jetzt ist es wie gesagt deutlich anders und der Wetterbericht verspricht auch leider für die nächsten 3-4 Tage keine Besserung. In der gesamten Region soll es so durchwachsen bleiben, aber wir ziehen jetzt trotzdem los. Wir haben ein paar Ziele an der Küste markiert, die wir uns anschauen wollen und vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht reißt der Himmel ja doch noch auf. Ganz hinten über Meer sehe ich so kleine wolkenlose Flecken, also ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Los geht's! Wir sind jetzt gerade fix nochmal angehalten, um einkaufen zu gehen und wir haben unter anderem Katzenstreu gekauft. Wir sind ja jetzt schon wieder seit fast 3 Monaten unterwegs und unser Kackpulvervorrat ist inzwischen aufgebraucht. Wir hatten 2 Säcke dabei, die halten immer so einen guten Monat. Wir haben jetzt schon einmal Katzenstreu gekauft, so ein günstiges vom Lidl und das konnte ehrlicherweise nicht so richtig gut mithalten von der Qualität. Deswegen haben wir jetzt mal ein teures gekauft, ein ganz feines, ein ganz saugfähiges, hoffentlich. Das probieren wir jetzt mal aus. Und jetzt fahren wir noch rüber, weil hier nebenan ist eine Entleerungsstation, die nutzen wir auch noch fix und dann geht's weiter. Unser erster Stop sollte eigentlich der Playas Catedrals sein, kurz hinter der Grenze zwischen Asturien und Galicien. Das ist ein Strand, an dem bei Ebbe das Wasser den Blick auf ganz viele Felsformationen freigibt. Und es gibt nicht nur den Blick darauf frei, sondern man kann dann auch zwischen diesen Felsen und in Felsspalten hineingucken und herumlaufen. Das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel und zwar so beliebt, dass sie schon vor Jahren angefangen haben, den Zugang dazu in den Sommermonaten zu begrenzen. Das heißt, zwischen Juli und September dürfen nur so 4.500 Menschen pro Tag an den Strand und dafür muss man ein Online-Ticket buchen. Und
Da wir ja gerade hier in der Hauptsaison und Ferienzeit unterwegs sind, sind diese Tickets für die nächsten 4 Tage lang ausgebucht. Das bedeutet, wir werden das leider überspringen müssen und sehen das nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Unser nächster Stopp ist dann jetzt dafür der nördlichste Punkt Spaniens. Und das ist noch so eine Stunde von hier entfernt. Also, los geht's. Auf geht's. Ja, das sieht ja sehr vielversprechend aus. Das ist schon krass. Ja, wir sind kurz vorm Ziel und die Sichtweite sind 30, 40 Meter. Das hat so schön aufgeklärt vorhin. Ja. Also, es sah teilweise echt ganz nett aus. Ja, hier nicht mehr. Ja, wir sind angekommen am Punta Estasa de Bares, am nördlichsten Punkt Gesamtspaniens, beziehungsweise auf dem Parkplatz kurz vor dem Leuchtturm. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist total neblig, es regnet. Ich hasse Regen. Dass es hier aber regnet, ist gar nicht so untypisch, weil wir haben gelesen, dass das hier einer der regenreichsten Orte in ganz Europa sein soll. An durchschnittlich 150 Tagen im Jahr soll es hier regnen und auch die Regenmenge ist irgendwie exorbitant hoch. Also ja, damit muss man hier wohl rechnen. Ist trotzdem total schade, weil wir eben irgendwie keine Aussicht hier genießen können. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal ein paar Meter in Richtung Leuchtturm und schauen mal, und ich muss meine Brille trocknen. Nachdem wir eine gute Viertelstunde unterwegs waren, hat der Regen zum Glück aufgehört und selbst ein paar der tief hängenden Wolken haben sich mehr und mehr verzogen. So konnten wir die Umgebung ein kleines bisschen besser erahnen. Dirk hat dann sogar noch kurz überlegt, die Drohne auszupacken. Aber dafür war der Wind dann doch noch zu stark. Und so sind wir langsam zurück zum Camper gegangen, um uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel zu machen.
Jetzt sind wir am Kap Ortegal, ungefähr so. Eine knappe Stunde vom letzten Ort. Hier soll es super, super schön sein. Dieser Ort wurde uns mehrfach empfohlen, dieses Kap. Aber es zeigt sich das gleiche Bild. Es ist super stürmisch. Es regnet ein bisschen immer mal wieder. Und ja, Nebel, Wolken. Also wir können nicht ganz so viel davon sehen. Aber ja, wir werden uns unsere Regenjacken jetzt nochmal anziehen und zumindest mal rausgehen. Ja. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt ist hier wieder komplett eine Wolke reingezogen und man kann den Leuchtturm schon kaum noch sehen. Und so, sehr gut, dass unsere Kamera ein bisschen wasserfest ist. Das ist hilfreich bei solchen Situationen. So, ich trockne mich jetzt ab. Ja, hier mal hinzukommen, wenn die Sonne scheint, ist bestimmt nochmal ein anderes Erlebnis. Bestimmt sehr, sehr cool. Das Glück haben wir jetzt nicht. Aber der ganze Regen hat auch einen Vorteil, denn Galicien ist bekannt als die grüne Seele Spaniens. Hier ist ja alles grün, die Böden sind fruchtbar. Es ist deutlich kühler hier im Sommer als im Rest von Spanien. Wir haben hier gerade 18 Grad und im Süden von Spanien sind wahrscheinlich gerade 40. Selbst in Deutschland sind, glaube ich, gerade 40 Grad. Also ja, deswegen kommen die Spanier auch gerne hierher im Sommer. Einfach so, das ist eine beliebte Ferienregion Nordspanien. Deswegen ist es auch relativ voll. Und Galicien ist nicht nur grün und hat viel Regen, sondern Galicien hat auch Traumstrände. Wir haben einige Bilder gesehen von sehr, sehr, sehr schönen Sandstränden. Die liegen alle hauptsächlich an der Westküste. Und einen davon wollen wir jetzt versuchen zu erreichen. Knappe Stunde Fahrt nochmal. Wir haben auch von Leuten gehört, die hier übernachtet haben auf diesem Parkplatz. Das scheint zu gehen. Ist uns aber ehrlicherweise viel zu windig und zu wackelig. Also ja, da sollte es windstiller sein. Ja. Wir sind jetzt an unserem Ziel für heute angekommen, und zwar am Playa de Pantin. Das ist ein sehr, sehr bekannter, berühmter Surfspot. Hier finden auch öfter mal wirklich internationale Wettbewerbe statt. Und es gibt hier einen Parkplatz, auf dem wir jetzt auch gerade stehen, mit Blick aufs Meer, bei dem das Stehen von Wohnmobilen offensichtlich geduldet wird. Wir stehen hier mit mehreren anderen Fahrzeugen. Und das Wetter hat sich leider nicht geändert jetzt. Also es ist immer noch sehr wolkig, es regnet ein bisschen. Und deswegen machen wir es uns jetzt gleich gemütlich, igeln uns ein bisschen ein und schauen noch
ein Film oder eine Serie. Filme und Serien gucken ist ein gutes Stichwort und damit eine kurze Unterbrechung und ein großes Dankeschön an NordVPN dafür, dass sie unsere Reise unterstützen, denn wir nutzen NordVPN jetzt schon seit mehreren Jahren. Zur Erklärung, falls ihr es nicht wisst, ein VPN ist ein Virtual Private Network und verschlüsselt alle Informationen, die zwischen dem Internet und unseren Geräten hin und her geschickt werden. Damit schützen wir also unsere persönlichen Daten, wenn wir im Internet unterwegs sind. Das ist besonders wichtig, wenn es um sensible Dinge geht. Bestes Beispiel Online-Banking. Da wollen wir auch von unterwegs aus drauf zugreifen und dabei natürlich sicher gehen, dass niemand an unsere persönlichen Daten kommt. Ganz egal, wo und mit welchem WLAN wir verbunden sind. Aber genauso interessant ist die Möglichkeit, mit NordVPN den virtuellen Standort seines Computers, Handys oder auch Amazon Fire TV Sticks ändern zu können. Das ist perfekt, wenn man auf Inhalte aus anderen Ländern zugreifen will, auf andere Netflix-Bibliotheken zum Beispiel. Oder auch beim Reisen von unterwegs, wenn man auf die heimischen Lieblingsmediatheken oder Streaming-Plattformen zugreifen will. Ein Klick genügt und schon ist man digital im Land seiner Wahl. Wenn auch ihr NordVPN mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit dem Code LetsGetOtter hier jetzt riesig sparen und bekommt auch noch einen Gratismonat obendrauf. Das Ganze mit Geld-Zurück-Garantie. Den Code und auch den Link findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt drückt uns bitte die Daumen, dass morgen die Sonne wieder rauskommt und wir das hier noch ein bisschen mehr genießen können. Ihr seht uns allerdings erst übermorgen wieder, denn morgen hat Tina Geburtstag und sie hat sich gewünscht, dass wir uns einen ganz entspannten Tag machen, dass wir im Grunde das Bett nicht verlassen und einfach viele Filme gucken und uns ja so richtig gemütlich einigeln. Wir haben ganz, ganz viele Snacks gekauft. Das werden wir also morgen machen. Bis übermorgen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Tina, zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ich weiß nicht, magst du Kuchen? Ich liebe Kuchen. Oh, ist wirklich richtig schön hier und es macht echt
so ein Unterschied, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Das ist echt krass. Ja, absolut. Und wir fahren jetzt aber weiter, denn hier am Küstenabschnitt soll es noch ein paar weitere schöne Strände geben. Und da werden wir uns jetzt so 1, 2 von angucken. Weiter geht's. Hattest du einen schönen Geburtstag? Ja, sehr schön. Sehr schön, freut mich. Los geht's. Heute ist Sonntag und entsprechend voll ist es heute auch überall. Wir sind jetzt hier am Faro de Meiras und hier gibt es so ein paar Straßen oder Wege, die bis direkt runter an die Küste führen. Und hier haben wir uns jetzt mal hingestellt und gehen uns ein bisschen umgucken. Es sieht sehr cool aus. Dirk hat jetzt gerade auch noch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Die sind richtig cool geworden. Der Ort hier ist einfach richtig schön. Schaut mal. Galicien ist wirklich eine Region der Kontraste. Auf das neblige Regenwetter vor ein paar Tagen hätten wir zwar verzichten können, aber beim Anblick auf die Strände und die wunderschöne Küste hier ist klar, so kann es gerne weitergehen. Wenn ihr wissen wollt, was wir in der nächsten Woche erleben, dann schaut auch gerne nächsten Sonntag wieder bei uns vorbei. Abonniert unseren Kanal und verteilt Daumen nach oben, wann immer euch ein Video gefallen hat. Beides würde uns sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch noch einen tollen Tag und senden liebe Grüße aus der Ferne. Bis zum nächsten Mal. Wunderschön. Ja, so sah das hier gestern noch aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns hier aus Spanien. Ja, das stimmt, wir sind hier allein. Ja, sorry. Okay. So, kann ich gehen? Schießen? Nein.